da liegt was drin. Das kommt davon, weil ich ja Kaderin, so auch Pariserin, ein Mädchen bin. Ja. Meine Mama war aus Yokohama, Aus Paris ist der Papa. Die Mama, da. Und immer gesungen, der Schamba und ich, meine Mama macht so eine Pyjama, ohne Pariser der Papa. Opa, wollen wir anfangen? Okay, ja. Also, bei dir war es nicht Liebe auf den ersten Blick. Hm? Bei dir war es nicht Liebe auf den ersten Blick. Um Gottes Willen. 2, 3 Partys, die ich mit Kollegen so gespielt habe für die Schüler unter sich, untereinander und so irgendwie. Na, und dann haben wir zusammen getanzt, wie es sich ergibt. Voll in Love. Im Gegenteil. Mein erster Blick war grauenhaft. Also ein Grauen. Mein erster Blick. Ein Grauen. Vor etwas, was mir unbekannt war und mich geekelt hat. Und dann haben wir uns ganz gut verstanden und wurde auch sehr gut aufgenommen, weil Vickys Mama uns also gar nicht Botin war und die Vicky ist sofort von meinen Eltern mit offenen Armen aufgenommen worden. Und ich meine Neugierde befriedigen wollte, was sich da abspielt zwischen 2 Geschlechtern. Und ich davon unberührt blieb, weil ich emotionell keine Bindung hatte. Und wie viele Jahre wann habt ihr dann geheiratet? Wie viele Jahre nachdem ihr euch kennengelernt habt? 9 Jahre. Später erst. Ja. Also ihr wart 9 Jahre zusammen und Ja. dann habt ihr erst geheiratet. Ja, und das war sehr streng. Wenn die Vicky bei uns geschlafen hat, musste sie extra in meinem Zimmer schlafen und ich bei den Eltern im großen Zimmer. Wirklich? Ja, das war so. Die war überkatholisch. Deine Mama? Ja. Opa, was weißt du von der Erbsünde? Was ist die Erbsünde? Du kommst da als Kind auf die Welt, verstehst? Ja, du wirst geboren, ja, und du beginnst dann dein Leben zu leben. Findest du nicht, gell? Und der Jesus da oben schaut da immer beim Kochen zu? Ja. Möglich. Möglich. Aber er erinnert mich nicht, wenn ich was vergiss. Und dort auch gewonnen. Und all jene, die mitgespielt haben, also die richtige Zahl war 919. Also die richtige Zahl jener kleinen Osterpilzhasen, die da im Riesenei drinnen gewesen sind. Und die wollen wir jetzt auch verteilen. Wir sind ja im nächsten Jahr wieder unterwegs, aber dann mit dem wieder jetzt kommt einer zu dir, nämlich den du auch sehr schätzt, nämlich. Und zwar Nick B. Ich wünsche mir von Nick B. Berlin für alle. Ich sag so. Es ist noch viel Handarbeit damals gemacht worden. Es waren keine Maschinen in Einsatz, fast alles Handarbeit. Und das war ziemlich ein großer Hof, was zu bearbeiten war. Dann war viel Vieh. Wir haben in die Entscheidung müssen treffen, meine Schwester, eine geht zu den Schweinen und eine zu den Kühe. Und Das war meine Schwester, die ist zu den Kühe gegangen, weil das mögen wollte ich nicht. Und ich bin zu den Schweinen gegangen. Das hat mir eigentlich viel Spaß gemacht. Und ja, wir haben ziemlich Schweine gehabt. Wir haben im Jahr 12 Schweine abgestochen. Weil so viele Leute waren am Hof.
Also normal waren wir immer, sagen wir, 12, 15 und im Sommer haben wir noch Gehilfen gehabt. Oft waren wir im Sommer bis zu 20 Menschen und das hat natürlich auch alles müssen verpflegt werden. Und das war eigentlich das Erwachsenwerden. Nach dem Krieg war ich auch noch zu Hause, obwohl ich schon weg wollte, aber habe ich nicht können. Es ist einfach nicht möglich gewesen, weil die Leute, was wir gehabt haben über den Krieg, die sind fast alle gefallen im Krieg. Das waren 4 oder 5 Knechte. Und dadurch haben die Kinder alle müssen daheim zusammenhelfen. Was alle, bis auf den Fredi, der war im Studium, der ist nur in die Ferien heimgekommen. Der ist dann in Seckau, hat er studiert. Da hat die Mutter gern gehabt, dass er Pfarrer wird. Es ist misslungen. Und bei uns war es nicht möglich. Ne? Wir haben halt dann fleißig daheim gearbeitet. Ich wollte dann auch weg, heimlich immer schon. Ich wollte noch in die Schweiz gehen. Man denkt, daheim bleibe ich nicht. Und dann ist eigentlich das gekommen, dass ich Moritz kennengelernt habe. Wie du die Oma kennengelernt hast. Wie war das? Bei einer E-Werksreparatur in der Fesnach. Und dann haben wir uns kennengelernt. Wir haben schon nach einem halben Jahr haben wir schon geheiratet. Viel zu schnell. Ja, er war ein lieber Bub. Wenn ich das damals schon hätte gesehen, was rauskommt. Ja, das ist so gelaufen da. Nachher haben wir uns noch ab und zu einmal getroffen und so, nicht? Und dann halt, ja, ist die Geschichte, wie sie wahrgenommen hat, nicht wahr, dass was unterwegs ist. Ja. Nicht? Nachher da war sie ja schon im 6. Monat, gell? Haben wir geheiratet, nicht? 6. 3, ja. Und ich habe gesagt, ja, klar, du wirst das schon, du bist brauchbar, habe ich gesagt, und so weiter, nicht wahr? Wo man vernünftig redet, nicht? Und du musst florieren, der Laden, nicht? 58 war dann meine Ehe und dann war mein eigenes Leben, was ich selber gestalten haben müssen, und das war hart. Ja. Du hast so gesagt, du bist brauchbar. Ich sehe ja, frag sie. Ja. Das ist aber nicht so muss brauchbar sein, nicht? Wenn man wirtschaftlich denkt, nicht? Muss ich das und das und das, nicht? Ja. Gewisses halt beherrschen. Ja. Zum Beispiel? Die wirtschaftlichen Arbeiten im Haushalt. Der Hausbau, vom Keller bis zur Decke, überall selber mitgeholfen. Wie wir haben angefangen. Um 5 Uhr in der Früh habe ich schon mit dem Traktor fahren, nach Teufenbach. Dort war das Ziegelwerk, das sind die ersten Ziegel, und damals hat der Werk mit Ziegel noch wenig gebaut worden. Habe ich müssen schon um 5 Uhr dort sein, wenn ich nicht als erstes war, da waren ein paar Sozialbauten oder Gemeindebauten, wie man es nennt, oder die auch mit den gleichen Ziegel gebaut haben und der halt der Schnellere war. Und damals, wie es von offen ist rausgekommen, mit Lederhandschuhen haben wir noch die Ziegel aufgelegt. Mit dem Traktor bin ich immer gefahren, dass die Leute wieder zu den Mauern haben gehabt. So haben wir angefangen. Das hat beim Kinderkriegen fängt an. Und was noch? Ja, du siehst wie sie halt jetzt noch werkelt, nicht? Läuft bis jetzt, nicht? Bis vor ein Abdanken. Und da hast du dich verliebt? Was? Ja, natürlich. Ja. Mann, weil so eine blinde Liebe natürlich haben wir nicht gehabt. Für das hat man als Handwerker keine Zeit. Verstehst du? So wie ihr jetzt aufwächst, dazu überwächst. Ja. Wenn das nicht passiert war, dass sie
ein Kind erwartet, verstehst du, wenn wir wahrscheinlich nicht so schnell zum Heiraten kommen. Es ist ja kein Roman, das Ganze, verstehst du mich nicht? Ich meine, da hängt ja alles Mögliche zusammen. Ne? Wenn man eine Familie gründet und so weiter. Nicht? Ja, dann kommt das zustande, nicht? Dass ein Hitten da steht und so weiter. Nicht? Und heute sagt der Bernd, was soll ich mit der Hitten? Ja, ich meine, verstehst du das? Der verdient das nicht, der kriegt es auch wahrscheinlich nicht von mir. Verstehst du das? Das wird bagatellisiert. Dann ist ja der Gleiche. Ja. Die wollen nicht in die Fußstapfen, die wollen selber irgendwas. Und Na, du bist ja auch in keine Fußstapfen treten. Du hast ja auch selber was erschaffen, oder? sonst war nichts zustande gekommen. Und wenn du diese Vision nicht hast, verstehst du mich, das fängt schon beim Hauptschulbesuch fängt das schon an. Das Ding, das Internat dort, war kostenlos. Das hat die NS-Zeit alles geboten. Die Ausbildung kostet nichts, alles frei, bis nach oben. Ja, ich meine, du hast müssen diese Reife haben, sportlich hast du müssen aktiv sein, gesund hast du müssen sein, kein Gebrechen, nichts, verstehst du das, ja? Nicht? Und du hast müssen imstande sein, Vorbild für andere zu sein. Verstehst du das? Mhm. Und du warst so ein Vorbild? So ein Typ war ich. Und bist jetzt noch? Ja, sicher, das verlierst du nicht. Der hat über meinen Kopf drüber geschossen, ja, das war. Aber das habe ich nachher erst erfahren von der Nachbarin, die das gesehen hat. Und das war für mich nicht einschneidend, weil ich es ja nachher erst erfahren. Also, nachdem ich schon zu Hause war. Das war beim Plündern von Stoffen über Lebensmitteln, ja, Mehl, was war da noch, Erbsen, waren das, alles stehende Waggons gefüllt mit Waren. Dann gab es immer mal mehr SS-Leute, die das bewacht haben, das Terrain. Und solange keine da waren, haben sich die übrig gebliebenen Männer dort herumgetrieben und haben geplündert. Die meisten waren in Döbling, wo die Weine gelagert waren. Und das, was wir alles nicht gebraucht haben, das haben wir gegen Lebensmittel eingetauscht. Die Tauschgeschäfte waren sehr rege in dieser Zeit. Es gab einen Hauptplatz in Wien, am Karlsplatz. Und ab und zu ist dort die Polizei aufgetaucht und hat die Leute verhaftet, die irgendwas gehabt haben, Zigaretten oder so. Wir haben ja gelebt von dem, was wir schon hatten. Ich habe allein gehabt, glaube ich, es waren 14 Ballen Hemdenseide. Das war 2 Tage bevor die Russen über uns hergefahren sind im Gemeindebau. Vom Gleise, gleich in der Höhe von unserer Wohnung, war das an der Donau. Und dort haben sie Leute erschossen, die geplündert haben. Das habe ich auch nachher erst davor. Wahnsinn. Aber mit Hilfe von 2 jungen SS-Soldaten, die mich gesehen, wie ich da schleppe, und haben mir die Säcke nach Hause gezogen. Die sind stiften gegangen. Die haben die Gewehre bei uns an der Wohnungstür angelehnt, sind rein auf die Mama, hat einen Tee gemacht. Da siehst du, wie in Notzeiten auf einmal alles zusammenkommt. Die Leute helfen sich gegenseitig, das ist wie ein endlich zur Menschlichkeit finden, was uns verbindet. Und da haben natürlich die Hausleute das bemerkt und haben die Mama furchtbar angeklagt.
dass sie als Esler bewirtet. Und die haben uns gebeichtet, dass sie auf der Flucht sind vom Militär und wo sie am besten die Donau überschwimmen können. Hast du Angst vor dem Tod? Überhaupt nicht. Und glaubst du an eine Wiedergeburt? Das ist eine der sehr, sehr schweren Fragen für mich auch. Aber ich muss sagen, eigentlich nicht. Ich bin nicht der geborene Antichrist, also ich bin irgendwie übertrieben katholisch erzogen worden, aber unter Bewusstsein und doch irgendwie aufgeklärt, so wie mein Papa irgendwie ging zwar der Kirche, war am Ministrant, aber oder so halt hat er natürlich nicht geglaubt und für die Wirklichkeit gehalten. Und glaubst du an Gott? Das ist genauso schwer wie die erste Frage, ob ich an eine Wiedergeburt glaube. An eine gewisse Gerechtigkeit glaube ich, aber ich kann es nicht glauben, weil sonst wäre es nicht so furchtbar auf dieser Welt. Dass böse Menschen durch einen Irrglauben, einen verhetzten Glauben ihrer Religion und Mörtelmördern und blutrünstigen Viechern und Tieren werden, da glaube ich, kann ich auch gar nicht an Gott glauben. Hast du Angst vor dem Tod? Nein. Wenn er kommt, ist er da. Ist soweit. Fürchte mich nicht. Ich möchte in kein Altenheim. Ich will daheim in meine 4 Wände alt werden. Kurz und bündig. Ja, liebe schöne Mama, war so